Hallo, ich heiße Kevin und ich wohne in Bochum in Deutschland und ja, ich habe von einigen Bekannten einen Link zugeschickt bekommen über das MedBed 9010 und ich war sofort wirklich hin und weg gewesen über über diese neue technologische Errungenschaft, nenne ich das mal. Und ja, habe das dann, also ich wollte es einfach sofort ausprobieren und habe das auch sofort eingeleitet. Allerdings muss ich dazu sagen, in erster Linie, um meine Meditationspraxis zu vertiefen. Das war so mein erster Wunsch dabei gewesen, weil ich seit vielen Jahren regelmäßig meditiere und also ich würde sagen, ich bin ein Yogi und habe eben auch den Bezug dazu gelesen auf der Webseite, dass das eben auch die Meditation eben vertiefen kann. Und habe das dann deswegen auch aktiviert, habe es auch angewendet, habe allerdings dann das erste Foto, was ich dann eingereicht habe, war dann nicht von meinem Bett, sondern von meinem Meditationsplatz. Meditationsplatz ist auch so eine große Decke und ein Fell ist da drauf und ein Meditationskissen und das sieht schon so ein bisschen so aus so wie ein Bett und ich habe einfach gehofft, dass das durchgeht und habe das eingeschickt und habe dann das Bett abends zu meiner Meditation dann aktiviert. Und ich muss dann sagen, als ich mich hinsetzte, ich war absolut gewillt, diese Erfahrung zu machen und habe mich darauf gefreut. Und natürlich so ein bisschen Zweifel sind da immer vorhanden, offensichtlich in jedem Geist, so auch in meinem. Aber die waren eigentlich minimal gewesen. Trotzdem kann ich sagen, als ich das Bett dann aktivierte, kam dann nicht dieser Rush. So. Also ich habe das tatsächlich so nicht gefühlt am Anfang und wollte mir dann da auch nichts einreden oder schön reden, sondern habe dann einfach erst mal dort gesessen und ich habe es eben aktiviert und habe dann angefangen, dem Bett dann verschiedene Befehle dann zu geben. Ich habe also dann wirklich mit dem Bett dann gesprochen und habe dann nach 10 oder 15 Minuten, schätze ich jetzt einmal, nach 10 oder 15 Minuten war es dann tatsächlich so, dass ich eine Energie gefühlt habe, die wirklich ja, nahezu greifbar gewesen ist und die ich normalerweise tatsächlich kenne aus wirklich tiefen Phasen von Meditation. Das war dann, also ich kann es nur schwer beschreiben, es ist ein sehr subtiles Gefühl. Also ich kenne aus der Meditation, kenne ich die Energieströme zum Beispiel dann, die können dann in den verschiedenen Körperarealen sich dann befinden, in den Chakren, in der Wirbelsäule vornehmlich. Und in ganz tiefen Meditationen ist das dann oder in tieferen Meditationen ist das dann teilweise so vom Gefühl her, als ob man auf so einen glatt gezogenen Gebirgssee schaut, der keine Welle schlägt, wo wirklich alles ganz ruhig ist und so eine leichte Kühle steigt dann so auf und so eine tiefe Ruhe. Und das hatte ich dann, ich denke mal, das war so etwa 15 Minuten, nachdem ich dann das aktiviert hatte, kann auch eher gewesen sein oder vielleicht auch ein bisschen später. Ich habe jetzt das Zeitgefühl da verloren. Dieses Gefühl war dann da. Ich habe das im Zentrum meines Körpers gespürt, diesen kühlen Energiefluss und habe auch vollständig darauf verzichtet, meine eigenen Meditationstechniken dann durchzuführen, um einfach nur zu schauen, was kommt jetzt durch diese Energie alleine, weil normalerweise habe ich verschiedene Techniken, die ich anwende und dann würde das wahrscheinlich verfälscht werden. Deswegen habe ich wirklich nur in Anführungszeichen auf MedBed-Technik sozusagen damit zusammengearbeitet, die Befehle gegeben, habe zum Beispiel die Energie dann gelenkt in Richtung meiner Knie. Ich hatte vom Hatha-Yoga in beiden Knien Meniskusschäden. Wir mussten an beiden Knien dann Teile des Innenmeniskus entfernt werden. An beiden Knien habe ich Knorpelschäden und ich kann deswegen nur mit Schmerzen im kreuzbeinigen Sitz sitzen für mich. Und das ist ein weiterer Grund, weswegen ich MedBed auch ausprobieren wollte, um zu schauen, was kann ich damit möglicherweise auf dieser Ebene ja, heilen lassen. Also da habe ich dann die Energie hingewendet und ich habe halt versucht, ich habe viel in den FAQs vorher gelesen und habe halt festgestellt, okay, man redet mit der Energie ganz normal, so wahrscheinlich wie als ob man mit der göttlichen Energie sprechen würde, was wahrscheinlich im Endeffekt eins ist, aber ich habe dann mit der auch kommuniziert über generalisierte Angststörung. Das sind auch Symptome, die ich habe, die viel schlimmer früher waren, aber die jetzt immer noch da sind. Auch dafür fand ich das MedBed interessant, um da an die ganz subtilen Reste noch dran zu kommen, die mich immer noch heute ja, leiden lassen, wenn man so möchte. Und ja, und damit habe ich dann ich habe in der Meditation gesessen, über wahrscheinlich 3 Stunden waren das gewesen, also knapp 3 Stunden, drei Viertel, 3 Stunden habe ich dort gesessen. Und habe immer gemerkt zwischendurch, wenn die Energie so ein bisschen abgefallen ist, habe ich gemerkt, okay,
da ist auch mein Bewusstsein abgefallen und habe dann immer wieder diese Kommandos auch wiederholt, habe immer wiederholt, wo ich die Energie gerne hingelenkt haben möchte und worum es geht und so. Und auch wenn man es wohl eigentlich nicht musste, aber ich habe es einfach gemacht, um auch den Fokus meinerseits im Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und ich habe immer gemerkt, dass das gekoppelt war. Und ich habe diesen starken Energiefluss über die gesamte Meditationszeit wirklich aufrechterhalten. Ich habe das gefühlt. So, und ohne meine eigenen Techniken nutzen zu müssen, habe ich das gefühlt. Und deswegen war das eine sehr, sehr überzeugende Erfahrung gewesen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich während der Behandlung, zum Beispiel im Bereich meiner Knie, gespürt habe, jo, da passiert jetzt eine richtig tiefe Heilung gerade, einfach weil ich weiß, da sind Sachen weggeschnitten worden, da sind physische Schäden innerhalb des Knorpelgewebes im Knie, sodass ich mich innerlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich überzeugen konnte davon, dass das sich regenerieren kann. Weil ich komme auch aus der Leistungsphysiologie und ich weiß eben, was dort an Wissenschaft transportiert wird. Und da wird eben gesagt, Knorpel geht nicht. Man weiß zwar mittlerweile auch, Stammzellen wandern aus dem Rückenmark in so Gewebe und haben eigentlich das Potenzial, dort neues Gewebe entstehen zu lassen. Aber bis jetzt hat man das so in der Form noch nicht, zumindest wissenschaftlich nicht untersucht oder beobachten können. Und ich komme von diesem Dogma noch nicht so ganz weg. Denn ich weiß auf der anderen Seite von Yogis aus dem Himalaya oder sonst irgendwo, dass sie sich ganze Zähne nachwachsen lassen können oder was, also alles sich entweder anwachsen oder abwachsen lassen können. Und dass es natürlich alles in der Begrenztheit des Geistes liegt. Trotzdem war das jetzt so überzeugend für mich gewesen, dass ich damit weiterarbeiten möchte, sobald ich mir sicher bin, wenn ich diese Berührungsängste abbaue, dass das zumindest mehr bringen kann als gar nichts. Und auf der anderen Seite habe ich dann an den ganz subtilen Formen der generalisierten Angststörung noch gearbeitet und habe da wirklich, also das war dann mehr nicht auf physischer, sondern mehr auf mentaler Ebene habe ich gearbeitet, bin aber trotzdem so ins Gehirn reingegangen und habe auch Zeitreisen unternommen, habe gesagt, lass uns mal in die Vergangenheit gehen, bestimmte Ereignisse, dass die so energetisch durchflutet werden. Und das habe ich gespürt im Gehirn, das habe ich auch gespürt. So emotional kann ich sagen, das war auch ein klares Erlebnis gewesen. Auch etwas wieder sehr Überzeugendes, wo ich sage, da möchte ich weiter mitarbeiten. So, und das, ja, genau. Und dann im zweiten Teil, nach der Meditation, bin ich dann runtergegangen in mein Bett, wo ich dann schlafe. Und dort habe ich auch ein Foto gemacht von der Matratze. Und da war dann leider das tatsächlich so gewesen, da habe ich gar nichts gefühlt. Ich habe mich dann ins Bett gelegt, Entschuldigung, habe das dann wieder aktiviert, das Bett. Habe auch alles das, was ich vorher also an Befehlen gegeben hatte, auch nochmal neu gegeben, sicherheitshalber nochmal komplett neu aufgesprochen, eingesprochen. Aber da war der Flow, der war da nicht mehr da gewesen. So, ich leg mit meiner Partnerin dort gemeinsam im Bett. Ich wusste von den FAQs, dass das geht, dass man sich hinlegen kann und dann für sich behandelt oder wie auch immer man das nennen soll, dann wird. Aber das hatte leider da, also fühlbar für mich, hatte das da keinen Nutzen gehabt. Ich weiß nicht, was dann da war. Aber der erste Teil in der Meditation, das war ganz klar. Und deswegen möchte ich gerne damit weitermachen. Und ja, bin sehr dankbar für diese Technologie und für diese Möglichkeit. Und möchte mich da auch gerne jetzt dann als als Forschungsobjekt zur Verfügung stellen, weil wenn sowas natürlich für Gelenkschäden machbar sein sollte, das wäre natürlich der Oberhammer, so, weil das ist ja eine der Geißeln unserer Menschheit sozusagen, so Gelenkschäden, die als irreversibel gelten. Aber Angst natürlich auch, wie wahrscheinlich alle Erkrankungen. Aber ja, auf jeden Fall bin ich gerne mit dabei, mit dem Team, um da auch weiter meine Berichte abzugeben. In dem Sinne, alles Gute und einen schönen Tag für alle.